Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute gibt es mal wieder kleine Transfer-News. Es gibt nämlich endlich Updates, zumindest irgendwie auf dem Transfermarkt. Das ist doch schon mal was Schönes. Ja, es geht um Andi Hoti und Dresden natürlich. Da gibt es ein paar, sagen wir mal, interessante Sachen zu erzählen. Lasst gerne ein Like und ein Abo, das würde mich riesig supporten. Gerne auch abonnieren. Ja, wie gesagt, Glocke aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Und ab 99 kann man Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. Ja, wir können so sagen, Dresden will natürlich Hoti weiterhin verpflichten. Er ist Option Nummer 1 und der absolute Wunschspieler von den Sachsen. Und man muss ganz klar sagen, das hat man auch schon die letzten Tage gemerkt, das wird immer hitziger und Andi Hoti will auch nach Dresden. Also das ist ein klares Ding. Aktuell sagt jedoch Schock ganz klar nein. Auch das ist tatsächlich ganz klug, denn damit spielt man natürlich einen direkten Konkurrenten zeitlich erstmal aus, macht ihn Druck, sorgt dafür, dass er jetzt nicht unbedingt Optionen schaffen kann. Jedoch muss man auch da aufpassen, dass man dann nicht das rückwirkend irgendwann zurückbekommt, wenn man dann vielleicht von Dresden Spieler holen will oder von irgendeinem anderen Verein wie zum Beispiel Hannover, wenn man die ausbluten lässt. Aber das ist alles grundsätzlich, was die Transferpolitik betrifft, sehr, sehr gut durchdacht von Ottmar Schork. Fiedler wollte ja gerne alle Kaderspieler haben. Das hat er auch bekommen und jetzt scheint es so, dass Hoti trotzdem noch weg will und auch das ist klar, weil er da einfach einen Leader spielen kann, eine richtig gute Rolle spielen kann in Dresden und dann natürlich auch ein ganz anderer Spieler sein kann. Weil als Leader kannst du dich ganz anders entwickeln, wie zum Beispiel als Rotations- oder vielleicht sogar Stammspieler in Magdeburg. Er ist der definitiv direkte Konkurrent von Heber und auch von Müller an dieser Stelle. Ich denke mal, Mathisen und Hugonet sollten sicher stehen, wenn sie bleiben. Ja. Und dann hat vor allem der Dynamo Sportgeschäftsführer sich dazu noch geäußert. Er hat gesagt, es gab ja schon einige Vereine in diesem Sommer, die ihre Erfahrungen mit Magdeburg machen mussten. Das ist manchmal etwas schwierig und dauert länger, sagte Dynamo Sportgeschäftsführer Thomas Brendel. Der Lausitzer Rundschau. Wohlgemeint, die Zielverhandlungen um Christian Tietz. Der wollte bekanntlich zu Hannover 96 wechseln, doch Schork hatte den Daumen drauf und wollte seinen Ex-Trainer mutmaßlich nicht für kleines Geld ziehen lassen. Und das ist absolut verständlich. Das hat Ottmar auch auf der Pressekonferenz gesagt. Er versucht das Beste für den FCM rauszuholen und das hat er gemacht bis jetzt. Wie gesagt, was man dann halt wirklich sagen muss, man muss aufpassen, dass man das nicht irgendwann rückwirkend zurückkriegt. Weil dann auch die anderen Vereine sich denken, ja, die verhandeln mit uns jetzt 2 Wochen über, keine Ahnung, 100.000 Euro, da verhandeln wir auch 2 Wochen um 100.000 Euro und lassen sie ausbluten. Das ist ganz normal, das ist Geschäft. Andere Vereine sind locker, wir sind halt wirklich ein Verein, der auch das Geld braucht und deswegen auch so definitiv das auf dem Transfermarkt machen muss. Und das finde ich immer noch richtig gut von Ottmar Schork, dass das so gemacht hat. Wie gesagt, auch jetzt bei Andi Hoti ist das die richtige Situation, auch wenn natürlich Hoti weg will, muss ich sagen, finde ich das so ganz gut, wie er es macht. Man muss bloß aufpassen, dann nicht wirklich der Spieler komplett verärgert ist und man muss ihn dann auch ganz ehrlich irgendwann ziehen lassen. Wenn er wirklich jetzt seit 2 Monaten weg will, dann kann man es auch verstehen, dass dann der Spieler angepisst ist. Dann sind alle nicht zufrieden mit der Situation. Das ist dann auch eine Sache der Mannschaftschemie. Ja, wie gesagt, da muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, dann muss man ihn auch irgendwann ziehen lassen. Ich kann aber verstehen, warum er ihn noch nicht ziehen lässt, weil er einfach nur mal ein wichtiger Bestandteil bei Dresden war und natürlich die Mannschaft direkt viel verbessern könnte. Und damit auch natürlich dann gegen Magdeburg spielen würde. Und das ist natürlich so ein Ding, was natürlich schwierig ist. Man könnte natürlich auch eine Klausel vereinbaren, dass er nicht gegen Magdeburg spielen darf in dem ersten Spiel. Das wäre vielleicht eine kluge Klausel. Ja, muss man dann schauen, was da passiert. Weiterhin macht Dresden aber sehr viel Druck. Auch das sagte Brendel, dass man ihn unbedingt haben möchte. Momentan ist Andi halt an den Vertrag mit Magdeburg gebunden. Das müssen wir so respektieren. Wir sitzen da nicht am Lenkrad, sagt er dazu auch. Zudem sagt er, ich glaube aber, dass Andi sehr gern wieder bei uns wäre. Sollte es nicht zu einem Wechsel kommen, Andi Florenz, halt Lösung B oder C auf dem Markt muss dann gewählt werden, die vielleicht auch gut sind. Aber jedoch ist er definitiv der absolute Wunschspieler, auch das habe ich ja schon gesagt. Bei 700.000 Euro wird es natürlich um eine gute Ablöse für Dresden gehen, eine teure Ablöse, eine schwierig
zu bewältigen, eine Ablöse für Dresden. Da geht es auch um jeden Cent. Die haben halt auch nicht so krasse Finanzen wie jetzt ein Verein wie zum Beispiel von mir aus bei Elversberg, die wirklich finanziell gut dastehen. Ja, oder auch Hannover zum Beispiel. Es gibt genug Vereine, die man hier nennen kann, die einfach mehr Geld haben als wir. Wie gesagt, ich finde immer noch, dass Andi Hoti ein Spieler ist, der definitiv Stamm spielen könnte bei uns. Vorheber. Aber ja, wir werden sehen, was passiert. Ich denke mal, dass man den definitiv schon nach einem Ersatz sucht. Meistens macht man das ja so, dass man erst nach dem Ersatz sucht, den schon mal fest verpflichtet und dann ihn den Spieler abgibt. Das hat ja Ottmar Schock auch bei Christian Tietz gemacht, wo auch dann schon Max Fiedler vorher feststand, bevor Tietz weg war. Und damals wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich riesig freuen. Eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren und damit ciao Leute.